6:30 Uhr ziemlich genau. Wir sind gerade aufgestanden. Wir würden jetzt was frühstücken und uns dann bald auf den Weg machen. Heute Nacht ganz gut geschlafen. Temperaturen hier sind doch schon erheblich kühler als noch bei unserem letzten Start. Wir haben jetzt heute Morgen erstmal einen relativ steilen Anstieg vor uns und dann ja, wie man hier unschwer sehen kann, besteht ein erhöhtes Risiko für Erdrutsche.
ersten Rast. Wir sind knapp 1,5 Stunden jetzt von unserem Übernachtungspunkt hier aufgestiegen. Das Gelände ist teilweise relativ schwierig, wie man hier sieht, sehr steil. Den ersten Teil durch den Wald, den zweiten Teil jetzt hier entlang, da wo so ein großer Erdrutsch runtergegangen ist. Letztlich ist das alles noch machbar, weil wir noch auf nur knapp 1000 Meter sind. 3000 Meter höher wird das auch schon deutlich schwieriger. Wir rasten jetzt kurz und dann haben wir noch sowas um die 14 Kilometer vor uns. Around after 30 minutes, in the corner, there is a bridge. We have to cross the bridge. Then will be other side. Ah, I see. Die Trasse, auf der wir uns jetzt bewegen, wird gerade erst gebaut und führt dann bis Philim. Also in näherer Zukunft wird man sich die beiden ersten Tagesetappen, die wir dann gelaufen sind, sparen können und dann mit dem Fahrzeug direkt dahin fahren. Momentan gibt es hier auf einer Strecke von etwa 20 Kilometern eigentlich keine befahrbare Piste, sondern allenfalls Wege, die mit den Maultieren begangen werden können. Das ist für die Leute natürlich eine enorme Erleichterung. Auf der anderen Seite, je besser erschlossen, desto mehr Leute, desto mehr geht auch von der Ursprünglichkeit verloren. Check the mic and make sure it sound right, boys. Wir sind jetzt in etwas über 3 Stunden 6,5 Kilometer gelaufen. Bei dem etwas schwierigem Terrain geschuldet der Tatsache, dass man immer wieder an den steilen Anstiegen warten muss, bis die Maultiere vorbeigelaufen sind. Das Wetter ist echt angenehm, die Sonne scheint, es ist warm, aber gleichzeitig auch geht die ganze Zeit so ein kühlender Wind. Wir werden gleich hier eine Pause einlegen, was essen und danach. How many more hours do we have to hike after the lunch? Around 2.5 hours. Only? Yeah, only. Danach noch ungefähr 2 bis 2,5 Stunden weiterlaufen. Ja, aktuell sind wir auf der Suche nach einem Ort zum Essen, aber es scheint das meiste geschlossen zu sein. Wir schauen mal weiter. Wir haben jetzt so 1,5 Stunden Pause gemacht, was gegessen, Tee getrunken und jetzt geht's weiter. Die Strecke soll jetzt relativ einfach sein, also nochmal so 2,5, 3 Stunden ungefähr. Es ist natürlich jetzt ungefähr 13 Uhr, ziemlich heiß und die Sonne steht knapp oberhalb des Zenits. Aber es geht die ganze Zeit so ein stetiger Wind, dementsprechend fühlt sich das nicht so heiß an. Da sind hier auf der Strecke immer wieder Erdrutsche zu überwinden. Die wir bis jetzt hatten, die ließen sich alle noch problemlos queren. So, schauen, wie der Rest des Trecks ist. Vor einigen Wochen gab es ja mehrere große Erdrutsche hier, sodass die Trekkinggruppen umkehren mussten.
Wir hoffen natürlich, dass es wieder It sound right, frei und boy. passierbar ist alles. Ja, wir sind gerade durch Philim durch, da ist der nächste Polizei-Checkpoint gewesen. Das gibt es hier ab und zu, da wird einmal kontrolliert, dass sich hier niemand ohne Permit durchbewegt und niemand ohne Guide. Von hier aus sind es jetzt noch knapp 40 Minuten zu unserem Zielort für heute. Namaste. Ja, es ist jetzt 15:20 Uhr. Wir sind so kurz nach 7 aufgebrochen, haben eine relativ lange Mittagspause gemacht und sind jetzt hier an unserem Zielort angekommen. Definitiv nichts, wenn man keine Treppen mag. Ansonsten hinten sieht es so ein bisschen nach Regen aus, deswegen scheint die Sonne gerade nicht so intensiv und ist nicht so heiß wie gestern. Wir sind auch etwas höher. Ist jetzt auf vielleicht 1500 Meter insgesamt. 1700, also 1700 Meter. Checken jetzt in unsere Unterkunft ein. Ich zeige das mal kurz. Nice. Ja, zweckmäßig. Aber es gibt hier immerhin Licht. So, heute sind wir nach Tsisopani gelaufen, waren insgesamt knappe 8 Stunden unterwegs. Da wir versuchen, einen Tag mehr rauszuschinden, dass wir am Ende den letzten Tag, den Abstieg vom Pass und so, auf 2 Tage splitten können und nicht wie 2.500 Höhenmeter in 12 Stunden absteigen müssen, gehen wir aktuell mehr, damit wir dann einen zusätzlichen Tag am Ende rausholen können. Dementsprechend wir heute auch die Gehstrecke länger. Tsisopani hier liegt auf knapp 1700 Meter. Das merkt man auch daran, dass es hier abends doch deutlich kühler ist als noch 700 Meter weiter unten. Der Weg hierher war zum Teil relativ steil, häufig bergauf, bergab gegangen, mehrere Gerölllawinen und Erdrutsche mussten dabei von uns überquert werden. Partiell war es halt auch ziemlich heiß, gerade so in den Mittagsstunden. Und der Trek ist definitiv nichts für Leute, die Probleme haben, Treppen zu steigen. Wir sind dann auf der rechten Seite vom Fluss, 20 Minuten lang nur Treppen gestiegen ungefähr. Haben jetzt abends was gegessen, machen uns jetzt bettfertig. Morgen geht es wie immer um 7 Uhr weiter, das heißt um 6.30 Uhr Frühstück, 6 Uhr aufstehen und morgen wieder etwas längere Etappe, ungefähr so wie heute. Und dann haben wir den Extra-Tag wahrscheinlich raus, dann können wir wieder normale Etappen laufen. Wobei das Terrain ist aktuell nicht so schwierig, das lässt sich schon gut machen. Vom Gepäck her geht es auch. Größere Blessuren hat ja auch keiner, von abgesehen von der gelegentlich irgendwie so eine kleine Blase oder so am Fuß. Ja, Strom gibt es hier noch. Ist ja noch relativ gut erschlossen hier.